Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo und willkommen, ihr Lieben, zum neuen Wochenorakel für die kommende Woche. Wir haben den 1. November. Ich zeige euch heute das erste Mal meine Weihnachtslennies. Die findet ihr übrigens auch in meinem Shop, aber die sind natürlich auf die Weihnachtszeit und Vorweihnachtszeit begrenzt. Am Montag ist mein Geburtstag und ich dachte, ich lege heute das große Blatt für die neue Woche mit diesen Karten. Und ich bin gespannt, was ich uns sagen darf. Ja, wir haben das Kind, die Neubeginne. Wow, ein Neubeginn wie ein Geschenk sozusagen. Möglicherweise haben wir hier auch etwas, was für Kinder in eine gute Richtung läuft. Kleinigkeiten, die sich gut entwickeln. Wir haben das Geschenk noch im Haus des Glés drin. Ne? Das ist der kurze Weg, die Minimierungen, die es irgendwo gibt. Es kann jetzt hier im Bereich der Arbeit sein oder im Vorankommen der Arbeit. Oder eben, dass man etwas, was man sich erarbeitet hat, langfristig in eine gute Situation bringt. Hier ist es so, dass wir Veränderungen haben, die im Haus des Lebens drin liegen. Bedeutet für mich natürlich auch, es geht um verschiedene Lebensbereiche, wo wir unsere eigene Größe leben können, wo wir vielleicht auch darauf hingearbeitet haben, im Vertrauen geblieben sind und so weiter. Das ist sehr schön. Und ich habe das etwas, was, ich nenne es jetzt mal bei allem, was man sich erarbeitet hat oder tatsächlich auf dem Beruf der Berufung, was so ein bisschen stressig war oder wo man sich viel Wissen aneignen musste oder wo man bestimmte Erfahrungen gemacht hat, überraschend wenden kann. Ich habe ja auch noch mal neue Wege aus einer Sache raus, die man vielleicht sehr verbohrt gesehen hat, die eine längere Zeit keine neue Möglichkeit oder Option eröffnet haben. Ein Weg aus einer Verstrickung raus, der überraschend gut ist. Das ist auch sowas wie eine kleinere Prüfung, die man abgelegt hat, oder das kann jetzt menschlich sein oder auch auf dem beruflichen Weg. Jedenfalls etwas, was sich auszahlt und ein neues Kapitel auch mitbringt. Wir haben das Schiff hier im Hause der Blumen. Möglicherweise ist der ein oder andere sehr viel unterwegs oder verreist auch mal, wird zu einer Reise eingeladen. Es gehen sehr schnell Zweifel weg. Sehr schnell eröffnet sich irgendein Thema, wo man vorher dachte, ob das so richtig ist oder ob sich das lohnt, dass ich da meine Energie reinstecke. Es kann auch sein, etwas, mit dem man nicht gerechnet hat oder an das man nicht geglaubt hat, wird hier zum Geschenk. Ich sehe hier das Gegenüber im Hause der Ruten drin. Das sind so die Konflikte, die das unser Gegenüber hat. Auch hier sieht man eventuell einen schnellen Richtungswechsel oder eine Richtung, die plötzlich aufgeht, sich zeigt, die vorher verschlossen war. Es kann jetzt hier tatsächlich sehr viel mit dem Bereich Arbeit, Berufung oder an was arbeite ich zu tun haben. Ich sehe auch Nachrichten, die so ein bisschen Unruhe mitbringen oder Stress oder ja, wo man einfach denkt, Gespräche gehen mir irgendwo auf den Zeiger, weil sie vielleicht immer wieder gleich sind und es kostet mich Arbeit, immer wieder das Gleiche zu sagen. Oder man hat sich auch ausgetauscht und hat sich deshalb den Rücken zugedreht. Ne? Ich habe hier, lasst mich kurz weiter gucken, eine sehr gute Möglichkeit, etwas in Bewegung zu bringen.
was dem ganzen Leben dient. Da, wo vorher die Zweifel waren oder wo man gedacht hat, hier verändert sich nichts mehr, hier bleibt alles, wie es ist ein ewiges Primbamborium. Genau das kommt hier in die Veränderung rein. Und ich habe tatsächlich etwas, das ist ein Bereich, den man nicht erahnt oder nicht geglaubt hat. Wir haben jetzt hier im Hause der Neubeginne entweder mehrere Szenarien, Kontakte mit Freunden, die man längere Zeit nicht gesehen hat, Veränderungen auf der Ebene der Freundschaften, Neubeginne, die man mit Arbeitskollegen zum Beispiel startet. Es kann etwas auf dem Arbeitsbereich sein, wo man sich zusammentut. Andererseits ist es auch so, dass das Thema Freundschaft wohl sehr wichtig wird nächste Woche und es geht eventuell auch um Neubeginne, die unsere Kinder anstreben, um im Leben was zu verändern. Ich habe wieder, das kommt sehr häufig vor, die Sonne im Haus des Bären drin und das ist für mich diese extreme Nähe zum Geistführer oder zum Krafttier. Natürlich ziehen wir nachher auch eins. Und es ist auch eine Situation, wo sich Zweifel auflösen, wo man sich sehr angebunden fühlt. Hier haben wir Sonne und Mond beieinander, ne? Die Intuition ist hoch, eine Klarheit ist in einem, so ich bin getragen, ich fühle mich wunderbar. Hier sind die Lebenslektionen angezeigt, die ein bisschen Stress mitgebracht haben. Entscheidungen auch, die neue Wege erlauben oder Veränderungen mitbringen, die etwas die Unruhe rausnehmen aus den Dingen. Es kann jetzt hier speziell um Veränderungen im häuslichen Bereich sein, im Umfeld auch. Ich sehe hier irgendwie auch ein bisschen Arbeit, die im häuslichen Bereich oder im Umfeld zu tun ist. Aber ich sehe, dass hier ein Projekt ist, das auch mit Sicherheit gelingt oder wo wieder sehr viel mehr Sicherheit ins Leben kommt, wo man irgendwo einen Erfolg hat, wo man diese eine Tür findet, die man längere Zeit gesucht hat, die dann auf die längere Frist ein Wachstum mitbringt. Wir gucken da auch genau drauf. Das ist so wie der Hausschlüssel, der nur in diese eine Türe reinpasst, tatsächlich. Ich habe uns selber im Haus des Turmes drin. Ne? Hier ist man vielleicht sehr beschäftigt oder auch die Selbstständigen sehr mit Arbeit beschäftigt. Wir denken hier auch nach über die Arbeit der Menschen, die uns umgeben oder wir fragen vielleicht, wer bürdet mir immer noch mehr Arbeit auf und wo darf ich mir hier tatsächlich einen Erfolg einfahren, der mir persönlich Erleichterung mitbringt. Und es ist so, dass es unter Umständen sein kann, dass wir uns auch so fühlen, als wären wir mit vielem alleine beschäftigt und jeder macht so ein bisschen sein Ding. Jeder versucht, die Sachen, die ihn betreffen, zu regeln. Und das ist auch gut so, denn es geht hier lediglich darum, dass wir uns diese neue Tür öffnen. Es geht wieder um sehr viel Transformation an sich, um Anfang und Ende in einem. Hier liegen im Haus der Wege die Belastungen drin oder die Herausforderungen, die sehr viel zu tun haben können mit dem, dass wir eventuell denken, ja, hier stehe ich und bin Einzelkämpfer, jeder macht hier sein Ding und was ist mit mir, aber am Ende dient es uns selber. Ne? Ich habe einen sehr belastenden Weg, der hier liegt, oder einen mental belastenden Weg, der mit sehr viel, ich sage mal, Mangel oder Entbehrung oder auch Kraftverlust einherging, dass wir einen Weg finden, wie wir genau diese Situation beenden können, und zwar langfristig. Und ich habe auch, dass wir damit
andere irgendwie mit erlösen. Also es erleichtert sich für uns etwas, was sich dann auf das Umfeld mit auswirkt, aber wir sind ja, der es entscheidet. Aus einer Situation, die hier sehr viel Herausforderung, Schwierigkeit, Belastung mitgebracht hat, geht hier die neue Türe auf. Und wir haben die Sterne hier noch im Hause der Ringe drin. Also hier schafft man für Klarheit in allem Vertraglichen, in allem, was Beziehungsthemen mit anbelangt. Hier darf man sich auch so ein bisschen streitbar machen. Ne? Ich habe hier die Konflikte, die von außen kommen können oder wo man am liebsten denkt, ich möchte unter die nächste Decke, weil man plant hier so seinen Weg und es kommt wieder etwas von außen, was uns ein bisschen hindert. Und da ist vielleicht auch diese Idee von, ich ziehe mich mal zurück, ich gucke mal in meine Richtung ganz gut. Ich habe hier die Finanzen im Haus des Gegenübers liegen. Es kann hier um Veränderungen gehen, die mit den Finanzen zu tun haben im häuslichen Bereich oder auch, was jetzt alles so die finanzielle Größe an sich mit bedingt. Verstrickungen im finanziellen Bereich, die sich hier verändern möchten. Ich sehe aber auch, dass es nicht ohne Konflikt einhergeht. Ne? In unserem Haus habe ich die Sense. Hier guckt man sich vielleicht genau an, wo muss ich mich minimieren, wo gebe ich zu viel rein, wo nähere ich etwas, das mich am Ende, deshalb ist hier auch so dieses Ende oder die Herausforderungen, die einen neuen Weg brauchen. Wo lege ich drauf? Man könnte es so nennen, emotional oder auch materiell. Wo muss ich sehr viel investieren? Wo gibt es Menschen, die sich auf meinem Tun ausruhen? Ich sehe, dass man sich im Hause aller Verbindlichkeiten, betrifft ja auch die Familien, irgendwie etwas minimiert, was sehr arbeitsaufwendig ist. So. Wir haben ein bisschen schicksalshaftes Glück. Das Kleeblatt liegt hier im Hause des Schicksals drin. Es korrespondiert ja mit der Arbeitskarte und mit der Liebe oder mit den Herzensangelegenheiten. Hier sind wir bereit, auch so Verstrickungen loszulassen, die uns immer bewusster werden. Die kommen hier speziell aus dem familiären Bereich. Hier ist irgendwie jemand, der ruht sich auf was aus, was ihm andere erarbeiten. Das ist jetzt sehr speziell, aber man sieht es. Und es geht auch darum, dass wir unsere Verbindungen, unser vertragliches Dasein, gerade auch Aufträge am Arbeitsbereich, so zurechtrücken können, dass sie uns langfristige Ergebnisse bringen, ohne erhöhten Aufwand irgendwie. Ich sehe, dass wir noch ein bisschen Unklarheit haben auf dem Platz der Arbeit. Das kann hier mit finanziellen Entscheidungen zu tun haben, die betreffen uns, weil wir rösseln damit. Wo investieren wir etwas, wo müssen wir einen anderen Weg einschlagen? Und ich sehe, dass wir dieses auf zwei Ebenen machen. Einmal begrenzen wir uns selber etwas, was sehr schwierig ist oder sehr herausfordernd oder immer wieder sehr viel Zeit kostet und mentale Kraft. Oder wir entscheiden uns bewusst, etwas dazuzunehmen, was im kleineren Bereich für Zuwachs sorgt, auch eine Herzensangelegenheit ist, aber auch die Finanzen halt mit betrifft. Die Finanzen sieht man hier unten sehr zentral.
sich auch neue Möglichkeiten hier eröffnen im finanziellen Bereich. Ein schneller Wandel, ein plötzliches Drehen oder Wenden einer Situation, eine plötzliche Klarheit, die da ist. Und es geht sehr viel darum, dass man so dauerhaft diese Dinge umsetzt. Da ist jetzt nichts, was man, ich sag mal, schnell macht oder unbedacht, sondern es kommt dieser Reiz von, ich möchte mich von irgendwas trennen, entfernen oder begrenzen, und es kommt zugleich dieses schicksalshafte kleine Glück, das man schnappen kann. Es kann ja auch sein, dass man sehr viel kommuniziert, um irgendwo eine Genesung hinzukriegen auf dem emotionalen Bereich. Das sind die Frauenthemen, die hier angesprochen werden, die Weiblichkeitsthemen, die Selbstwertthemen. Aber auch habe ich irgendwie Auftraggeber oder Menschen, die sind hier weiblich. Die können auch welche sein, welche sein, die man noch nicht kennt, die hier irgendwie mit dabei sind oder mit an Bord sind oder gewisse Ideen haben. Das sind hier Menschen, die öffnen die neuen Türen, die sorgen für einen gewissen Flow, die haben vielleicht Inspiration oder die sind vielleicht auch für das ganze Familienkonstrukt da. Es kann in verschiedenen Fällen auch die eigene Mutter sein. Aber es ist hier auch so ein bisschen die Aufforderung, Trauschau wem, ne? Guck dir hier die Leute genau an, mit denen du zusammen agieren darfst. Die Wege, die hier gegangen werden, die bringen sehr viel Klarheit mit. Das habe ich zweimal. Man erarbeitet sich eine klare Situation. Man hinterfragt und ist dann auch bereit, etwas wegzulassen. Im Haus der Liebe habe ich hier tatsächlich, dass ich etwas vom Mangel, weil etwas herausfordernd war, das können verschiedene Themen sein. Wir haben hier die Lebenslektion, die ist für uns alle unterschiedlich. Und genau diese Themen kann man hier verbindlich klären und die lassen uns hier auch mehr Sicherheit in den Herzensangelegenheiten spüren. Also man fühlt sich so ein bisschen safer, man fühlt sich aufgehobener, angebundener. Für alle, die jetzt umziehen wollen, ist das auch interessant, oder die irgendwelche Wohnungen von Eltern mit verwalten. Da sieht man sehr viel Veränderung, Verträge, die Klarheit bringen, neue Türen öffnen sich im Bereich Wohnung, Haus, Umzug, Immobilie auf jeden Fall. Das liegt hier sehr schön. Lass mich noch mal gucken. Was ich hier auch sehe, ist so Seelengefährten-Thematiken. Menschen, das haben wir auch schon ein bisschen länger, die sind irgendwie Wegweiser oder die sind sowas wie Mentor und die bringen eine bestimmte Sicherheit ins Leben. Und man hat so dieses Gefühl, ich kann mich nur wiederholen, ich habe endlich diesen einen Schlüssel gefunden. Es kann sein, es hilft uns jemand dabei oder ist diese Person, die den Schlüssel hat und dir weitergibt, sprichwörtlich, die uns dann verbindlich diese Tür öffnet, der Schlüssel passt nur in diese Tür rein. Ne? Und das ist so ein Universalschlüssel, nenne ich es mal, der uns in unserem Leben hilft. Und die Neubeginne, die hier sind, ne, die hier schon auch kommuniziert werden und so, die sollen hier langfristig irgendwie auf gute Wege gebracht werden.
und liegen hier aber so, dass wir so peu à peu eine Kleinigkeit aufgreifen können oder aufschnappen, die uns dann zum großen Ganzen führt. Wir gucken. Ja, was ich auch noch habe, ist hier so, dass manche emotional etwas nach oben kriegen, was vorher sehr blockiert war. Und dass es ein Konflikt ist, den man emotional hat und den man unterdrückt hat. Und dieser eröffnet sich hier. Das können Dinge der Kindertage sein, aber wir haben in der Spiegelung auf jeden Fall die Sterne. Ne? Hier entsteht irgendwie auch so was wie ein neues mentales Gerüst oder so. Man fühlt sich stärker, man fällt nicht mehr in die gleichen Muster rein, man überwindet emotionale Blockaden. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben die Fliege mit dem Thema Gedankenkontrolle. Hier kann sein, dass wir ständig über das Gleiche nachdenken. Hier in diesem Blatt ist es alles andere als wir. Es ist der Bereich Arbeit, Gegenüber, Familie, Konversationen, sowas alles. Und es geht darum, dass wir hier keinen Groll hegen, ne? Gegen niemanden in diesem Spiel, wenn das mal nur so einfach wäre. Sondern man darf die Situation mal so annehmen, wie sie ist. Ne? Man muss irgendwo gedanklich, emotional runterfahren. Das ist jetzt sehr interessant, weil die Fliegenkarte, die sagt, dass wir die Fliegen selber auf den Plan gerufen haben, weil wir hoffen, dass wir etwas Altes immer noch so lösen können. Und jetzt wird es interessant, ich habe ja gesagt, hier kriegen wir einen Schlüssel, der nur in diese Tür passt. Ja, dass wir etwas, was schon alt ist oder schon war oder eine Angelegenheit, die wir schon länger versuchen zu lösen, dass wir das immer gleich machen wollen. Und dabei ist es schon längst vorbei, man kann die Zeit nicht zurückdrehen und man kann die Lösung, die man angedacht hatte, auch nicht benutzen, weil die schon vorbei ist. Ne? Deshalb kriegen wir hier den ganz neuen Schlüssel. Es geht hier darum, dass wir vielleicht viel hinterfragen, warum, wieso, warum ist dies so und das so. Und da ist vielleicht auch ein bisschen Verwirrung, Festhalten, alte Muster, Blockaden, unnötiger Stress, mehr Arbeit als nötig. Und wir dürfen hier zur Ruhe kommen, das Leben überdenken, endlich mal im Hier und Heute ankommen. Nicht so sehr die anderen verantwortlich machen. Wir können nicht immer kontrollieren, was die tun, aber wohl, was wir tun. Und es geht darum, das Leben in die Hand zu nehmen und bestimmte Dinge selbst steuern. Und das passt sehr gut, denn hier liegt der Schlüssel zu dieser Veränderung direkt vor unserer Nase. Hier ist viel Neuausrichtung, viel Vergangenheit, die hinter sich gelassen wird und ein Blick nach vorne, der beim Loslassen alles zum Besten wendet und da kommt wieder sehr viel mehr Freude ins Leben. Wir nehmen noch hier eine Karte und gucken ein bisschen tiefer. Danach dürft ihr noch auswählen. Mir wird es jetzt hier auch so klar, man ist sehr beschäftigt mit klaren Gedanken. Ne? Man arbeitet und arbeitet im Verstand um Klarheit und eigentlich hilft nur dieser eine Schnitt, dass man eben nicht die Dinge immer gleich bewerkstelligt, sondern mal einen ganz anderen Weg geht.
So, jetzt bitte eine Karte, das sind mir zu viele. Das sind auch wieder zwei. Jetzt mache ich es anders, jetzt ziehe ich eine. Was darf ich noch mitgeben die Woche? Ja, der Hirsch mit dem Thema Führung. Es geht darum, wie die Karte auch schon sagt, die Dinge in die Hand zu nehmen, die Sachen auf den Weg zu bringen, für sein eigenes Leben Führung aufzunehmen. Da geht es auch viel um unseren ureigenen Platz. Ne? Wo hat man sich zurückgehalten oder war immer nur im Hintergrund? Es ist auf jeden Fall der Moment gekommen, um Verantwortung zu nehmen und uns selber ins Licht zu stellen. Und die Eigenschaft hier ist natürlich auch so, dass man anderen ein Beispiel ist, ein leuchtendes, und dass man auch denen irgendwie durch das eigene Sein zur Verwirklichung derer Träume helfen kann. Also man inspiriert praktisch andere zu irgendwas. Und es geht zweimal so ein bisschen mit hervor, dass wir mit Sanftmut handeln sollen, aber uns nicht klein machen. Hier ist es gefragt, dass man Verantwortung übernimmt, und zwar nicht für all die anderen, sondern mal nur für sich. Das ist eine gute Inspiration für die nächste Woche und auch für mein neues Lebensjahr. Und es könnte so mein Motto sein für dieses Jahr. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt noch dran für eine kurze Botschaft. Ich drücke euch bis bald. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Wir haben hier die 2 Herzen. Ihr dürft eine Seite auswählen für eine persönliche Wocheninspiration. So, dabei belassen wir es. Schauen wir, was die Karten uns für Impulse mitgeben. Die Qual der Wahl. Oh, ich würde diese Seite nehmen. Schnell, bevor ich es mir wieder anders überlege. Und ich gucke erstmal, was drunter ist. Wir haben von den Tarotkarten hier, dass wir irgendwo etwas mit Trauer besetzen. Irgendwie ist es so, dass ein bisschen Melancholie herrscht, dass wir eine sehr große spirituelle Wachstumsphase haben. Es geht sehr viel darum, das haben wir im großen Blatt auch gehabt, diese Sachen, die emotional drin hocken, zu verarbeiten. Und es geht darum, wieder ins Leben zurückzugehen, in die Freude, in das, dass man für die Zukunft ein besseres Gefühl hat. Und hier ist noch der Heiler der Emotionen drauf. Es geht sehr viel um das Fühlen, das, was das Herz einem sagen möchte. Und es geht darum, tatsächlich für sich selbst zu sorgen. Mal hauptsächlich. Hier sind blitzartige, intuitive Eingebungen. Und die Energie ist sehr sanft und liebevoll. Und ich glaube, die muss man sich selbst auch mal
zurückgeben. Wir haben dann das Thema Glauben, sage ich euch gleich mehr. Wir haben die Macht des gesprochenen Wortes. Es kommt vielleicht darauf an, was sagt man wie, das hatten wir im großen Blatt auch, oder was muss ich verarbeiten, was in mir sitzt, was zu mir gesagt wurde. Und wir haben den Engel des Vertrauens. Und hier geht es darum, dass man sich dem Leben stellt und es trotzdem genießt, dass man positiv bleibt und vom Besten ausgeht. Das ist ja gerade sehr schwierig, wenn einen viel Sachen umgeben, die eigentlich traurig machen. Ne? Und hier trotzdem im Vertrauen zu bleiben, ein bisschen auf die glückliche Seite wieder zu sehen, das Leben genießen, erfolgreich und gesund gestalten. Und es geht sehr viel darum, an sich selbst zu glauben. Und hier haben wir noch das Thema Glauben. Also Glauben, Glauben, Glauben. Ja, die Karte bestätigt eigentlich die zwei oberen, denn sie sagt, dass wir mal auf die Wunder gucken sollen, die wir bisher im Leben erfahren haben. Und dass wir auch denken sollen, dass der Himmel uns weiterhin unterstützt und dass der Glaube in dieser Zeit ein Schlüsselfaktor ist und dass man an ihm festhält. Ihr denkt dran, dass wir im großen Blatt in den Schlüssel geguckt haben. Ne? Und hier kommt so der Schlüsselfaktor. Hier ist der Schutzengel mit dabei und wir sind beschützt. Und auch wenn wir irgendwas planen, wo wir ins Ungewisse driften, sagt die Karte, dass man diesen Sprung wagen kann, dass man damit auch der Weisheit des Herzens folgt und dass man da, wo man ankommt, mit nie erträumten Segnungen belohnt wird. Also an sich glauben und mit gutem, unerschütterlichen Optimismus vorangehen, dann werden die Dinge hier gelingen. Den Glauben stärken, das könnte man auch mal bewusst wieder machen. Es verliert sich ja im Alltag. Also bei mir passt es. Ich habe mehrere Themen, die da drauf. Es ist halt sehr tiefgründig, aber es ist wichtig zu hören. Wir haben die Schnepfe. Veränderungen kündigen sich an, die je nach persönlicher Lebenssituation und aktuellen Ereignissen unterschiedlich sein können. Es können jetzt zum Beispiel Änderungen im Arbeitsleben anstehen. Gut, dann nehmen wir die andere Seite. Ihr habt die 2 des Handelns. Da geht es darum, dass man sich irgendwie entscheiden muss. Hier sind gute Gelegenheiten, viele Möglichkeiten, den eigenen Weg weiterzugehen. Hier sind auch Möglichkeiten, neue Leute mit an Bord zu holen, kreative Unternehmungen zu machen und nicht die gegenwärtigen Details überanalysieren, sondern die langfristigen Resultate. Der Bote der Fülle bringt wunderbare Neuigkeiten. Das kann sich jetzt hier auch auf Beruf, Beförderung, Karriere beziehen. Etwas Neues, etwas Herausforderndes. Ist eine Stimmung oder eine Situation, die jugendlich ist, die optimistisch ist und wo man so ein bisschen Cleverness an den Tag legt. Ihr habt die Zeichen von oben, die Reise mit leichterem Gepäck und ihr habt den Engel des Friedens. Dein Engel möchte dir Frieden schenken und es kommt zu so einer Situation, wo man wieder mit sich im Reinen ist, im Einklang, in der Mitte. Und man spürt irgendwie wieder dieses in sich, mit sich verbunden sein zu allem. Und manche nennen es in der Liebe sein. Ich nenne es im All-Eins sein. Wenn du mit All-Eins zufrieden bist, dann ist das so ein Gefühl des Getragenseins. Es ist alles okay, man braucht nicht hadern. Und ihr dürft tatsächlich auch mit einer Schutzengelkarte nächste Woche achtsam sein, woher Zeichen kommen.
Diese Zeichen können sowohl von oben kommen, aber auch in der physischen Welt irgendwo sein. Vielleicht etwas, was sich auch durch Synchronizität zeigt, was man immer wieder hört oder sieht. Und es kann auch was Ungewöhnliches sein, ne? Dass ihr zum Beispiel in den Wolken ein Gebilde sieht, das euch etwas sagt, oder eine nahestehende Person, irgendwie sowas. Und ihr dürft ja wissen, dass es keine Zufälle sind. Und hier gibt es sozusagen noch ein Sprichwort, das heißt, Zufälle sind Augenblicke, in denen Gott anonym bleibt. Wunderbar, ihr Lieben. Also achtet darauf, es könnte euch hier sehr viel Frieden bringen und bereichern. Und da hat sich einer umgedreht, die Lerche. Ich bringe dir Unbeschwertheit und Freiheit. Ein angenehmes Liebeserlebnis kündigt sich an, oder er kriegt viele Infos aus der oberen Welt. Das doppelt sich. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Ich drücke euch und bis wann.